Moin zu einer neuen Runde State of Survival. Dylan ist endlich ausgenüchtert und auch der Affe. Aber lasst mich einen kurzen Überblick geben. Ich erkläre euch kurz, wie wir testen, woran wir das erkennen, was wir dafür machen, wann die nächste Heldengeneration kommt, warum Dylan sinnvoll ist. Wir fangen an gleich mit den Limitless. Guckt in die Chapter. Ich mache extra Chapter, damit ihr springen könnt. Falls Limitless für euch aktuell nicht relevant ist, springt direkt zu den Non-Limitless. Aber erstmal kurzes Intro noch dazu. Also, ich habe ganz viele Fragen bekommen, wann jetzt Generation 15 bzw. Limitless 3 kommt. Das ist am 28.08. Und wer ist das eigentlich? Das sind Magnus Grimm und Dean Cadini. Das ist nicht Ash Zoe oder so, sondern es ist Magnus Grimm und Dean Cadini. Ist eigentlich bekannt seit Ende April, Anfang Mai, war in einem Community-Post. Dementsprechend, das ist Fakt. Wie wir testen, kurze Grundlage. Wir testen ausschließlich den zu testenden Helden. Und natürlich je nach Truppengattung, die er eigentlich repräsentiert, nutzen wir die entsprechenden Truppen. Wir nutzen keine T12-Truppen, weil die haben eigenen Skill und können das Ganze verfälschen. Dazu kommt, dass wir natürlich eine gewisse Anzahl an Runden brauchen, um festzustellen, passen die Skillbeschreibungen eigentlich zu dem, was der Skill wirklich kann. Das finden wir leider Gottes immer sehr häufig heraus, dass es nicht so ist, auch in diesem Fall. Dafür nutzen wir 200 Infanterie, um genug Runden zu bekommen, und 100 Jäger, weil wir testen ja einen Jägerhelden. Das sind die Grundlagen, damit wir herausfinden können, welche Skillfähigkeiten er hat und zu sehen, welche Effekte haben die. Bei der Limitless-Version haben wir eine andere als bei der Non-Limitless-Version, weil es gibt ja eben die Spezialvollendung. Daher springen wir zu Limitless. Bei der Limitless-Version ist natürlich der besondere Vorteil, wenn ihr den mit Jeb resoniert, das ist wie bei Ollie mit Wolfie. Aber Ollie und Wolfie ist ein guter Stichpunkt, denn Ollie ist zumindest das Gegenteil von Dylan. Denn Ollie braucht ziemlich lange, bis er wirklich funktioniert. Das heißt, er funktioniert so richtig erst so ab Runde 11 und später. Dagegen ist Dylan so eher Flash, denn der legt direkt los. Ab Runde 1 ballern die Skills bei ihm los, werden frühzeitig aktiviert. Daher ist der bei gewissen Events super. Allerdings, ich zeige euch jetzt den Schadensvergleich und da seht ihr, eigentlich ist Jeb besser. Also warum soll ich Dylan nehmen, wenn Jeb beim Schaden im 1:1 Vergleich besser ist? Naja, der Schaden von Jeb ist halt auch wirklich nur der Schaden von Jeb und das Einzige, was Jeb kann. Dylan dagegen sorgt dafür, dass er zwar nicht so viel Schaden macht, aber er boostet den Schaden von allen anderen. Denn, das ist genauso wie bei Ollie, beide, Dylan und Ollie, verstärken alle Truppen. Also den Schaden aller Truppen. Das bedeutet, Ollie verstärkt Infanterie, Jäger und Fahrer und das gleiche macht Dylan. Und damit habt ihr einen besseren Output bei dem. Aber bedenken, wir sind immer noch bei Limitless. Dazu kommt noch, dass wir bei der Vollendung hier nochmal einen Booster bei den Heldenfähigkeiten haben. Und das ist natürlich super massiv. Der boostet nochmal zusätzlich das Ganze der Helden. Leider konnten wir immer noch nicht herausfinden, welcher Skill genau den Truppenschaden boostet und welcher den Heldenschaden. Daher die Empfehlung, weil es der zweite oder der dritte sein muss, die beiden gleichmäßig zu leveln. Also, wie ihr seht, nehmt den zweiten und den dritten. Jetzt kommt die Frage auf, warum ist Dylan eigentlich plötzlich erschienen? Naja, wir haben in knapp 20 Tagen das Pfad des Wasser-Turnier, also Pass of Water, für alle, die das nicht auf Deutsch spielen. Da ist er super stark, denn, wie schon gesagt, er aktiviert seine Skills super früh und dadurch habt ihr natürlich den ganz großen Vorteil bei allen Events, die kurze Runden haben oder eine kleine rundenbasierte Kämpfe sind. Das heißt, das ist bei Showdown super oder Allianzkrieg Beta, Pass of Water, also Pfad des Wassers, und bei Azure Heast beim Zentrum. Daher die Empfehlung, da ihr nicht so viele Fragmente auf einmal bekommt, pusht den auf Level 4, dafür braucht ihr 160 Fragmente. Und bei den Limitless Skills bedeutet das, da ihr euch auf die rechte und untere Hälfte fokussiert, die beiden zu maxen 10 für die Mitte und jeweils 115 für die Skills, bedeutet, ihr braucht in Summe 240 Fragmente plus die 160, also in Summe 400 Fragmente, um ihn auf einen super ersten Stand zu bringen. Das ist die Limitless-Empfehlung. Jetzt kommen wir zu Non-Limitless. Bei der Non-Limitless-Version ist das im Endeffekt genau das gleiche wie bei der Limitless in einer gewissen Form. Also, er ist das Gegenteil von Ollie, denn Dylan greift super früh auf seine Fähigkeiten. Teilweise werden die super früh aktiviert und dementsprechend ist es ein bisschen wie Flash. Und bei einem reinen Schadensvergleich zum Beispiel zwischen Roxy als auch Kyle und Dylan werden Kyle als auch Roxy immer gewinnen, denn beide sind total schadensfokussiert, genauso wie es bei den Limitless Jeb ist.
Aber auch Dylan hat hier einfach den großen Vorteil, dass er eben nicht auf seinen Schaden beschränkt werden kann. Denn er bringt einfach etwas mit, was außer Olli kein anderer Held bisher mitgebracht hat. Das ist nämlich, dass sie die Truppen aller Gattungen boosten. Das bedeutet, dass Dylan beispielsweise auch Infanterie und Fahrerschaden verstärkt. Und das ist super und das ist super wichtig. Und das ist im Endeffekt das Besondere an sowohl Olli als auch Dylan. Deshalb ist er auch bei Non-Limitless super essentiell für die Rally-Leads. Und wenn ihr bei Pass of Water, also Fahrt des Wassers Turnier, was reißen wollt, ist er auch essentiell, denn er ist genau für diese Events, wie auch Egerton Heast bei der Mitte, als auch bei Showdown essentiell. Hier solltet ihr ihn, wenn möglich, und ihr weit kommen wollt, ihn eben auf Level 7 bekommen. Und wenn ihr später noch bei Limitless haben wollt, braucht ihr auch nochmal da Fragmente. 610 braucht ihr, um ihn auf 7 zu bringen. Auf 4 reichen 160 Fragmente. Ich hoffe, ich konnte euch damit einen guten Eindruck zu dem Helden liefern.